Hi, good morning, friends. Hallo und guten Morgen, Freunde. So, have you asked the Holy Spirit this morning when you got up Hast du heute Morgen den Heiligen Geist gefragt, als du aufgestanden bist, to let you see all the wonderful ways in which you can love? dir all die herrlichen Möglichkeiten zu zeigen, wie du lieben kannst? Verse 9. Vers 9. Since we first heard about you, we've kept you always in our prayers so that you would receive the perfect knowledge of God's pleasure. Seit wir das erste Mal von euch hörten, haben wir immer wieder für euch gebetet, dass ihr die vollkommene Erkenntnis über Gottes Wohlgefallen an eurem Leben empfangt. So, he wants something that he's really desiring for these people. Er möchte etwas, was er sich wirklich für diese Leute wünscht. You know, he says he always keeps him in their prayers. Er sagt, dass er sie immer in seine Gebete einschließt. We have to understand. Wir müssen verstehen. I do not believe he's trying to convince God to do something that otherwise God wouldn't do. Ich glaube nicht, dass er versucht, Gott zu überzeugen, etwas zu tun, was er sonst nicht tun würde. When you look in the original Greek, this word for pray has different meanings. Wenn du im Original Griechischen schaust, hat das Wort für beten verschiedene Bedeutungen. One of the meanings is an expressed desire. Eine davon ist ein ausgedrücktes Verlangen. So Paul was constantly expressing the desire before God Paulus hat also beständig vor Gott seinen Wunsch ausgedrückt, that they would receive the perfect knowledge of God's pleasure over their life. dass sie die vollkommene Erkenntnis des Wohlgefallens, den Gott an ihrem Leben hat, bekommen. See, there is a huge difference if you need to receive something or if I need to give you something. Es ist ein riesiger Unterschied, ob du etwas empfangen musst oder ich dir etwas geben muss. See, I cannot read here, neither in this version, in the Passion, nor in the New King James translation, Ich kann hier weder in der Passion noch der New King James Übersetzung lesen, that Paul was praying to God that God would do something. dass Paulus betet, dass Gott etwas tut. No, he was praying that they would be able to receive something. Nein, er betet, dass sie fähig sind, etwas zu empfangen. That they would be filled with his incredible, beautiful knowledge of how much we bring pleasure to God. Dass sie erfüllt werden mit der herrlichen Erkenntnis, wie viel Freude Gott an uns hat. We have God's pleasure. Wir haben Gottes Wohlgefallen. We are his beloved children. Wir sind Gottes geliebte Kinder. And look what he says. Schau, was er sagt. He says, making you reservoirs of every kind of wisdom and spiritual understanding. Und ihr zu Reservoirs jeder Art von Weisheit und geistlichem Verständnis werdet. What would be if we would actually live as reservoirs of wisdom and understanding? Was wäre, wenn wir tatsächlich als Reservoirs von Weisheit und geistlichem Verständnis leben würden? Do you know what it means? Weißt du, was das bedeutet? We could literally draw from within ourselves. Wir könnten wirklich aus unserem Inneren schöpfen. When I began to have an understanding of the new covenant, Als ich anfing, den neuen Bund zu verstehen, I began to understand also a truth that has become very important to me. da verstand ich auch eine Wahrheit, die für mich sehr wichtig geworden ist. And it's the simple truth. Es ist diese einfache Wahrheit, Everything that I need is inside of me, not outside of me. dass alles, was ich brauche, in meinem Innen ist und nicht außerhalb von mir. You know, you can think about anything. Du kannst an alles Mögliche denken. Reinhard, I need healing. Go and lay hands on me. Reinhard, ich brauche Heilung, leg mir die Hände auf. But if you are a reservoir of God's wisdom and spiritual understanding, Doch wenn du ein Reservoir von Gottes Weisheit und geistlichem Verständnis bist, then the knowledge how to access healing is in you. dann befindet sich die Erkenntnis, wie du auf Heilung zugreifst, in dir. If you're a reservoir of God's wisdom and understanding, Wenn du ein Reservoir von Gottes Weisheit und Verständnis bist, then the wisdom how to prosper is in you. dann ist die Weisheit, erfolgreich zu sein, in dir. And I believe one of the reasons why so many Christians have so many difficulties, Ich glaube, einer der Gründe, warum zahlreiche Christen so viele Schwierigkeiten haben, because they're always trying to find the solution to what they need on the outside, not on the inside. ist, dass sie immer die Lösung für das, was sie brauchen, im Außen suchen und nicht im Innen. See, Jesus said that those who believe in him, rivers of waters will flow out from the inside of them. Jesus sagt, dass Ströme lebendigen Wassers aus dem Innern derer fließen werden, die an ihn glauben. But we haven't received it. That means we haven't grabbed it. Aber wir haben das nicht empfangen, das bedeutet nicht ergriffen. So when Paul says that you should be filled with it or you should receive it, he's talking about we need to do something. Wenn Paulus also davon spricht, dass du erfüllt werden sollst oder empfangen musst, dann heißt das, du musst etwas tun.
So it was Paul's desire that he prayed and expressed to God Es war also Paulus Wunsch, den er Gott gegenüber ausdrückte und betete, that the people in Colossae, the church in Colossae, they would actually grab hold of all the wisdom and understanding so they would become reservoirs. dass die Gemeinde in Kolosser wirklich alle Weisheit und Verständnis ergreift und festhält, damit sie Reservoirs werden. I'm telling you people, the world around us is thirsty. Ich sage dir, die Welt um uns herum ist durstig. The world around us is hungry. Die Welt um uns ist hungrig. They have so little spiritual understanding and lack wisdom. Sie hat so wenig geistliches Verständnis und es mangelt ihr an Weisheit. We need to keep reminding ourselves that as we are reservoirs, other people will drink from us. Wir müssen uns daran erinnern, dass, wenn wir Reservoirs sind, andere Menschen von uns trinken werden. So I have a question. Ich habe eine Frage. Have you grabbed hold of all the wisdom and spiritual understanding that is accessible for you? Hast du alle Weisheit und geistliches Verständnis ergriffen, die dir zugänglich sind? And have you lived from the well within you, or are you constantly chasing a well without you? Und hast du aus der Quelle in deinem Innern gelebt oder jagst du immer noch den äußeren Quellen nach? And now the next question. Und jetzt die nächste Frage. Have you been a reservoir that's pleasant for other people to drink from? Warst du ein Reservoir, was wohltuend für andere ist, wenn sie davon trinken? I do understand that Jesus is what everybody needs. I understand that. Ich verstehe wirklich, dass Jesus der ist, den jeder braucht. Das verstehe ich. But listen, my friends. Aber hört zu, mein Freund. We have to always understand and remind ourselves Wir müssen immer verstehen und uns daran erinnern, that people have to find and see Jesus in us and through us. We are the channels. dass Menschen Jesus durch uns und in uns finden müssen. Wir sind der Kanal. So you have to walk around as a reservoir where people can drink from and find the goodness of Jesus. Du sollst also ein Reservoir sein, von dem Menschen trinken können und die Güte Jesu finden können. Oh, my heart longs just like the heart of Paul longed. Mein Herz sehnt sich wie das Herz von Paulus danach, That somehow God would use me dass Gott mich irgendwie gebraucht, to bring the Christians all over the world to a place die Christen auf der ganzen Welt an den Punkt zu bringen, where they really grab hold of the wisdom and spiritual understanding that's available for them. dass sie wirklich die Weisheit und das geistliche Verständnis ergreifen, das ihnen zur Verfügung steht. That they would not walk around like dried out little fountains that has no fresh water, Dass sie nicht wie kleine, ausgetrocknete Brunnen rumlaufen, die kein frisches Wasser haben, but that they would be reservoirs and that people would come and drink. sondern dass sie Reservoirs sind, zu denen die Menschen kommen und trinken. Let's do a declaration. Machen wir eine Deklaration. Father, I truly desire Vater, ich sehne mich wirklich danach, that I will grab with both of my hands dass ich mit beiden Händen ergreife, that really how wonderful your pleasure is over me. wie absolut wunderbar dein Wohlgefallen an mir ist. And Lord, I declare Herr, ich bekenne, that in me is all the wisdom and spiritual understanding dass in mir alle Weisheit und alles geistliche Verständnis ist, because you live in me weil du in mir lebst. and I am a reservoir. Und ich bin ein Reservoir. I will be a place where people can come and drink and meet you. Ich werde ein Ort sein, zu dem Menschen kommen und trinken können und dich treffen. Thank you, Holy Spirit. Danke, Heiliger Geist. See you tomorrow. Bis morgen.